Servus, meine Hascherl. Hier sind wir mit chilliger Jazzmusik. Oh ja. Wir sind wieder bei Chicken Police, Pointed Red. Heute hoffentlich mit vielem großen Gegacker. Oder was ähnliches. Oh, die Musik. Chill-out Area. Guten Cocktail. Oh, das ist gerade ganz lustig mit Cocktail und wir sind bei den Hühnchen. Oh, das passt ja wieder wunderbar. Egal. Dann gucken wir mal, wo wir hier I don't know, Sonny. Oh. What exactly are we doing here? Ja, das frage ich mich auch. Gut, dass wir das gleich hier uns klären. Marty und Sunny sind wieder dabei. Oh. Sag mal, ist Marty größer als Sunny? Sieht so aus, oder? Naja, egal. So, also, da sind wir wieder. Jetzt geht's wieder richtig los. Wir sind bei der Polizeistation. Ich habe keine Ahnung, was wir hier wollen, aber okay. Wir lassen uns mal überraschen. Let's hope we can learn something about Natasha and Ibn by sniffing around before we visit that weekend house in Flowerville. Ah. Learn something from Phyllis and Roy's. Ja, auf jeden Fall. Well, I wasn't exactly thinking about them. Yeah, figures. Aber wenn wir schon dabei sind, so, dann gucken wir mal. Phyllis, Streifenwagen, Plakat, die Einschusslöcher. Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Hey, Phyllis. Are those two gonna stand out here all night long? I don't know, but I wouldn't put it past them. They're operating by some incomprehensible logic, at least for simple birds like us. Ja, einfache Vögelchen. I wish we had the smarts to understand. Nee, das möchte ich Maybe nicht. one day, Marty. Maybe one day. Das möchtest du nicht. How's it going tonight, boys? Uneventful so far, Sonny. But now that you're rolling together again, I suppose we'll have some excitement to look forward to. What do you mean? Are you kidding? Last time you shot up a theatre, and, if I remember correctly, each other. Ah, das war in einem Kino. That was a complicated evening. So kann man es auch nennen. Aye, sure. Complicated. Okay. That wasn't us, right? Ich würde es jetzt nicht bestimmen. Not that one, Marty. Honestly, sometimes I find it difficult to keep track of all the places we wrecked during our 10 years together. Okay, also 10 Jahre haben sie zusammengearbeitet. 20 Jahre ist Sunny im Dienst gewesen, das heißt... Oh, Just 9, Marty. 9. oh nur 9. Entschuldigung. Do you remember our old squad car? Vermutlich ist der auch ein Sieb. That ended up in a swamp? Oh. I could never get over that. It was the best partner I ever had. Super, das war jetzt aber gerade echt unter der Gürtellinie für Marty. Hallo Chat! Wir sind schon wieder mittendrin. Wir haben schon mit den Stachelschweinen gesprochen, war lustig. Und die Einschusslöcher an der Wand sind mal ausnahmsweise nicht von den beiden. That's, good to know, boss. Truth hurts, pal. Never mind. I'll live with it. Ach, schön. Honor, strength, and unity. Pigs, ruffians, and vigilantes. Gut, dass sie sich einig sind. Why aren't we on this poster next to Blood Boil? Because he hates us, Marty. Oh, yeah, right. Okay, dann haben wir das ja auch alles durch. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Ja, dann gehen wir da rein. Und wahrscheinlich wird es gleich lustig. Okay, gehen wir erstmal zu Monika. Do you remember Monica ever going on holiday? Honestly, I can't recall. Sometimes I can't decide if it's admirable or if I feel sorry for her. Maybe a bit of both. But is it selfish to say I'd be hurt if one day I didn't find her here? Oh, Yeah, I feel the same. That's all right then. ich will immer noch Laura kennenlernen. So soon? That was fast. Almost a record. Sorry, Mon. We're just here for a little, info. When are you not here for that, boys?
How about wish me a happy birthday for a change? Oh! What? Is it your birthday today? Of course not. Don't be silly, Marty. You know exactly when it is. We've talked about it a dozen times. Oh, oh. Yeah, of course I know. Ja. Yeah. Keiner weiß es. So, could you help us with this and that? Of course, boys, but be quick about it. I'm in over my head with paperwork and blood boils breathing down my neck. We'll be quick like a hurricane. Miau. Dann wollen wir sie mal befragen. Guess who we met today? In person, Mon. King Hector III? Even better. The one who commands the king. Wait a minute. Hobart Wessler? Damn right. Hobart Ibn Wessler in the flesh. Wow. And you're still alive. That's quite an accomplishment. But seriously, have you heard that he wants to get out of the black market business? Allegedly, he's trying to clear his name with some kind of new meat substitute. His name's gonna be rather difficult to clear. It's a heroic and impossible venture. I haven't heard about it, but it's an interesting addition to what I know. Which is? Ibn's been acting very strange lately, and he left most of his business dealings to one of his goons, Mickey. Also known as the Butcher, the Mongrel, and the Slayer. Yeah, we once had the pleasure of meeting him. Haben wir? Haben wir Mickey schon getroffen? Also wir haben einen Handlanger getroffen. Das war dieser komische Schneeleopard. Aber hieß es nicht, dass Mickey ein Affe ist? Haben wir den schon getroffen? Chat, haben wir den schon getroffen? Ah, okay. That's all I know, boys. I know it's not very much, but it's something, I guess. I'll keep my ears open. Thanks, Mon. Okay. Listen, Mon, a reliable old friend shoved this into my hand. Could you take a quick glance at it? Quite an imposing list. What could those numbers mean? It could be a date even, but no, this is something else. Warum ist die keine Ermittlerin? Die ist echt gut. That's what we were thinking too, and we got nowhere. But you see a lot of documents. So, is there anything familiar about this? Unfortunately not, boys. The names are imposing indeed, but based on this, it could be almost anything. The richest of the rich get together on all kinds of excuses. Huh, it must be a secret cult. It could be, of course, but also anything else. I'm sorry I couldn't help you more. Ah, don't mention it, Mon. Thanks for your time. Ich würde Moni gern auf ein Date einladen. Or, wait a minute. There is something. Now, stop teasing us, Mon. I'm sure you've noticed that all the names in the list are men, right? Yeah, of course we noticed. Nein, aber gut zu wissen. Thanks for the observation, Monica. Warum ist die nicht Cop? Die ist viel besser. Don't mention it. I'm just a receptionist. Das glaube ich irgendwie nicht. We saw a pretty good show at the Czar Club tonight. Good for you, I guess. Natasha? Natasha. She performed her new song. She also sang about why she called us there. Or rather, me. And? That's confidential, Dollface. Anyway, I can't help wondering about that woman. Her past is a mystery, and I couldn't draw much out of her in person either. Women like her always have something to hide, Sonny. I think that's exactly what makes men fall head over heels for them. I know another broad who's all mysterious. Oh yeah? What's her name? I'll look her up if we have a file on her. Marty, shut up. Ja, besser ist das. Oh, you mean me, right? All mysterious, full of secrets, and grace. I didn't even hear that, Marty. Ah, ich mag Do we sie. have a file on a woman called Olivia Blackwig? She's currently working as Ibn Wessler's assistant. We don't have a file on her, but there are a few Blackwigs that could be related to her. Mountain goat, crow, or caiman.
crow, around 30 to 35. A very pretty socialite. Maybe we have a catch then. Theodore Blackwig was a rather influential banker until he went bankrupt. He died a few years back, but his daughter could have ended up in the same social circles as Ibn. And since they lost their money, she took a job as his assistant. Yeah, it would fit the picture. But it's a big city, Sonny. There may be more than one Crow family with a Blackwig name living here. Thanks, Mon. I'm glad I could help, boys, as always. If it doesn't take a lot of my time, that is. We know, we know. We're not even here anymore. You're very lucky, boys. You just missed the boss by 3 minutes. Right now, he's trying to get Malloy out of the toilet. Oh, yes, das ist gut. Still can't hold his liquor, huh? Neither on or off duty. But today, he is sloshed. Well, he's a water buffalo, isn't he? He knows how to swim. No, Sonny, just a buffalo. The two are totally different things. Okay. Was haben wir hier noch so? Wir haben noch ein paar Officers, ein Automat, Polizeiwappen. Wir machen erst mit den Polizeiwappen. Join the force, protect the crown, serve the people. Get bribed, get beaten by a hooker, get fat. Lasst euch von Nutten verprügeln, das passt super. Kommt der auch? Nice words. Nice promises. Nice bullshit. Sie sind sich auf jeden Fall einig. Don't drink that shit, Marty. It's bad for your health. Sonny, you are bad for my health. Das stimmt auch wieder. Apropos. Ich muss noch was heulen. Meine Kaffeemaschine ist kaputt. Also, richtet Rada und Matti aus, sie sollen mir aus Digimon eine Kaffeemaschine mitbringen. Das gibt's doch nicht. So, machen wir jetzt erst der ist auf unserer Seite, der Bosco. Dann reden wir erstmal mit denen hier hinten, oder? Miss Jardine, one of the 7 female officers of the Clawville PD. Ach, das ist eine Frau. Das ist eine Frau? Okay. Officer Barkman, unwavering cop and a slavering beast. Okay. Noch jemand was? Also im Moment würde ich jeden Kaffee trinken. Gut, dann reden wir mit Bosco. Good old Bosco's slowly becoming the same piece of furniture we are. Aber ich will Kaffee, das ist voll frustrant. Zum Glück habe ich mir Anfang des Jahres noch eine zweite Kaffeemaschine gekauft mit anderem Kaffee. Aber im Moment tut's der. Also ich muss da jetzt halt auch gerade normalen Kaffee draus saufen, weil sonst trinke ich da ja immer nur meine Milchmischgetränke raus. Das ist voll schlimm. Und anscheinend brauche ich nur eine, ich habe vergessen, wie das heißt, irgend so ein komisches, kleines Metallstückchen zum Austauschen. Aber ich habe diese Kaffeemaschine angeguckt. Ich kann sie nicht nirgends aufmachen, ich krieg's nicht hin. Also wie soll ich das austauschen? Sagt eine Freundin, kauft dir endlich eine neue. Mit welchem Geld denn? Ich bin doch genauso pleite wie diese beiden Hühnervögel hier. Sure. You remember when he was just a little green lapdog? For a while, we even had to babysit him. Ich glaube eher, dass der älter ist als ihr. He always was a talented little pooch, I have to admit. But the filth that seeped into everything in Clawville has reached him, too. It reaches everyone one way or another, right? One way or another, it does, Marty. Hey, big guy. Hey, Cox, what's up? Back here so soon? Did you get nostalgic all of a sudden, Sonny? I'd rather be anywhere else than here, Bosco, but we're sniffing around on a case. Hoo-hoo. Are you trespassing again? Who? Us? What are you thinking? Just an old case. Still open. Not official, but not active either. We're not bothering anyone. You know, old habits die hard. I know. I'm just messing with you. So, how can I help you? Ja, dann wollen wir mal schauen. Do you still remember Philmar? Do you mean Philip? Of course I remember. He's got quite the reputation with that Philmar alias. We just met him. Small world, huh? Do you know what he's up to these days?
Yeah, as far as I know, he's investigating petty blackmail cases and sneaking after poor bastards cheating on their wives. Das ist auch ein Job, den mir jemand machen muss. Anything else? Did he get mixed up in something that stirred up a storm recently? Yeah, I don't know about that. We haven't seen him at the PD for a while. He's usually a frequent visitor. Why? Did he run into some fishy business again? Fishy ist das richtige Wort. Wir reden hier von einer Katze. Possible, Bosco. But I'm not sure he'd want to make the same mistake. Wise decision. Okay. Listen, Bosco, what do you make of this list? Maybe it's the guest list of some fancy ball. These are some rather influential names, the ones I recognize anyway. Movie stars, politicians, a few names from the Council of 12 even, if I'm not mistaken. Aha, ein Zwölferrad? You're not. Are you blackmailing them? Because if you are, I'll gladly accept a nice big juicy bone in exchange for my silence. Aha. Stop screwing around, Bosco. It has nothing to do with our case. Which is what, exactly? We're still not gonna tell you. Listen, Bosco, what have you heard about that singer, Natasha Katsenko? You mean that little bimbo fooling around with Ibn Wessler? They say she's the jackpot, but I've never been into cats, you know. Das ist geil, das kleine Flittchen, das um Ibn Wesslers Beine streicht. Also, und dass er mit Katzen nichts am Hut hat, glaube ich ihm sogar. You couldn't be more racist if you tried, Bosco. Don't misunderstand me. I don't have a problem with cats at all. I'm simply allergic to them. I can't stand being around them. I don't even take cases with cats. Das ist irgendwie geil. Ein Hund, der auf Katzen allergisch ist. Good for you. I should have used that excuse myself. Why? Is your investigation related to her? What? No, of course not. We just came from her show. That's why I asked. And what's she like? Well, I guess your cat allergy would go away for the rest of your life if you met her. Really? Maybe I'll have a go and see for myself one day. Ja. The boss? He's not in a good mood. Malloy got so drunk he pissed himself. Zu viel Information, Leute. And we just put the cherry on top, huh? Sahnehäubchen auf dem Salat, Igitt. Mostly you, Sonny. No offense. None taken. I'm used to it. Everything rolls right off my feathers. Okay. Blood boils in there, and I don't want to run into him. I wholeheartedly agree, partner. Let's avoid the whole office section as much as possible. Ob wir irgendwann mal in dieses Büro rein dürfen? Ob hier noch was ist? Nee, nichts Neues. Aber wir können Martys Waffen noch... Oh, Linda? You sure we won't need Layla? Layla? You call this monster Layla? She's not a monster, Sonny. If you know how to treat her right, she's a real ballerina. Uh-huh. I believe you, pal, but we're not taking her. Oh. Linda? Da steht Linda. Ah, Layla heißt sie. Und die Mine dürfen wir immer noch nicht haben. Okay. It may not be a good time to say this, but I've got a bad feeling about tonight. You could have told me about that sooner, Sonny. You can still turn back. Stay here and keep wasting ammo. Ja. Da fehlen ganz viele Waffen, gell? Like hell. Whatever insane shit's waiting for us, it's way better than dying of boredom. Well, I'm sure we won't be bored. I hope not. Okay. Oh, wir haben einen neuen Hinweis. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Beim Kodex. Ah, das Council of the 12. Nee, also um seine Ballerina kümmert er sich nicht gut. Bertha hat eine Hosentasche.
So, obwohl es sich bei Clawville um eine Monarchie handelt, liegen Macht und Rechtsprechung eigentlich nicht nur beim König, sondern eher in den Händen des Rates der 12. Man könnte auch sagen, und so denken die meisten Tiere, dass der König eher eine Marionette und ein Symbol ist. Die Mitglieder des Rats sind nach dem König die mächtigsten Tiere der Stadt. In ihren Reihen finden sich nicht nur Politiker, sondern auch Geschäftsleute. Okay. Kriegen wir da hier noch was Don't gesagt? forget to keep your gun clean, Marty. Hey, I take them all apart every day, clean and oil them, if you wanna know. Oh, das kann man schon wieder so falsch verstehen. I didn't want to know. Ja, genau. No use crying over spilt milk. Okay. Noch was? Lichtschalter, Martys Waffen, Martys Schießübungen, Lichtschalter. Okay, mehr ist hier nicht. Schießübungen habe ich jetzt gerade keine Lust zu machen. Ich glaube, dann sind wir hier durch, oder? Gehen wir nochmal Monika anschwätzen? Listen, doll, we have some questions. Make it quick, boys. I'm busy. Oh! Hä? Aber das haben wir doch alle schon durch. Okay, dann sind wir hier fertig. Was haben wir hier noch? Okay. Aber wir haben im Moment nur das Wochenendhaus und das Hotdog. Jetzt gehen wir nochmal ins Hotdog, wenn wir schon da sind. Vielleicht haben wir da wieder Ooh, a irgendwas. nice cup of coffee a la Zip, huh? We're not here for the coffee, Marty. Zip always knows more than what he lets on. It'd be worth interrogating the old trash panda. Trash Panda ist auch schön. If he forgave us for wrecking his joint last time. He'll never forgive us, Marty, but we helped him out of trouble so many times, he's not gonna have any choice. I hope you're right, old bird. Und ich will nochmal den da hier anquatschen. Maybe he can't understand what we're saying. Or he just doesn't want to talk to us. Which I can understand, considering how most of the animals treat these poor bastards. Indifference is almost as harmful, Sonny. You think I'm indifferent about the insect issue? I didn't say that, boss. I'm not indifferent. I just think we've simply gone too far to even make it right. It's never too late to change, Sonny. I hope you're right. Everything all right, old man? If there's something we can do for you, just say so, okay? Well, all right. Können wir dem nicht einfach mal einen Kaffee mitbringen? It's sad that everything's rotting away. It is, especially a beauty like that. Yeah. No matter how big the city is, Marty, I feel more and more like I'm living in prison. Hey, it's not too late to skip off, boss. You only have 121 days left, right? 120. Then, retirement. So, what's keeping you? I don't know. I could have left even earlier, but the city won't let me go. You're afraid of change, huh? Everyone's afraid of change on a certain level. But no, that's not what I'm talking about. The city just keeps pulling me back. If it wasn't for this case, I could have drunk myself to death. Even the afterlife is better than Clawville. Sometimes I think that. I think you're beyond help, boss. Das glaube ich auch. This quiet. You know, I understand why Zip escaped here when he got out of his shady dealings. It's not possible to get all the way out, Marty. What? So, you also stay a cop even after retirement? Every cop stays a cop. It burns itself into you. That's good to know. So am I gonna stay a cop forever? Sorry, Marty. Well, that's that. Die sind süß, die zwei. Haben wir noch was? Ah, das Gottes Pfannkuchen da oben. Praise be unto you, O great neon god. Hallowed be thy name, and thy pancakes. Amen. Gott, die sind so süß. Okay, dann gehen wir mal rein. Oh, was haben wir hier? Achtung. This makes the bile rise in my waddle. Yeah, me too. Okay. Ah, jeez, boys. Out of 2,000 joints in the city, had to end up here, huh?
Hello to you too, Zip. How's it hanging? I had no problems until now. Ah, don't be such a drama queen. We just want to ask you a couple of questions, then we're out of here. And we won't even trash your place this time. What do you say? Das ist doch ein guter Deal. I say let's get it over with very, very quickly, chickens. Relax, pal. We'll be as fast as a hummingbird. I'm not your pal, and you're as far from a hummingbird as I'm from a polar bear. Oh, come on, Zip. Don't be so hard on yourself. Ach, ihr seid süß. Wen haben wir denn hier? Servus, wer bist denn du? Also. Gods, he's in even worse shape than the last time we saw him. Well, Marty, aging is like that. And while we're at it, looks like you've put on a few pounds. What? Who, me? Don't make me laugh. I weigh exactly the same as I've always done. Yeah, sure. So, out with it. Stop winding me up. I'm almost consumed by all this excitement. We've just come from the Tsar Club, Zip. Who do you think we met? If I can guess one, I'd say, was it His Majesty Hobart Ibn Wessler, the Rat Prime himself? That on, pal. What a surprise. So, what do you want to know? Just because I don't know anything. Of course you don't. Just a couple questions. Go on, boys. Hurry up, will you? Gut, dann wollen wir mal anfangen. You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. Das finde ich immer noch schön. Gut, also. Edler Whisky. Look what we found, Zip. Furry hell. Who'd you beat to death for that? Beat to death? Who do you think we are? We simply confiscated it. You sneaky broilers. I'll give you $50 for it. Don't make me laugh. It's worth 3 times that. Oh, come on. Give me a break. Tough luck, Trash Panda. We also ran into Filmar. Filmar? Who's that? A grumpy old raggedy-ass hawk. His manners are even worse than mine. Ring a bell? Das ist ein sehr schönes Eingeständnis. Seine Manieren sind noch schlimmer als meine. You mean Marlowe? Was Marlowe. Now he goes by Filmar Lowe. Oh, I see. So that means he's still alive? I'm almost not surprised. The old guy has a reputation of being indestructible, huh? He is. And he gave us something that could mean something. Okay. Die Liste. Look at this, Zip. Holy crap, what's this? The guest list at a king's birthday party? Hey, that's not even a bad guess. What do you make of it? This piece of paper's from so high up where I've never been myself, boys, so don't ask me. We spoke to Natasha. She's scared. Well, it's not good life insurance to be the girl of the most powerful gangster in the city. It's not about that. Someone's been writing offensive messages to her. She feels threatened. I only know that every second husband in the city wants to have her, and every second wife wants to wring her neck because of that. Nothing else. Thanks, Zip, but we're not any further ahead. But not further back, right? Okay. Mehr hat er nicht. What's up, Zip? Quiet night, I see. And what's Timothy doing here? That's exactly what I asked him when he wound up here. But yeah, he's a regular nowadays. He must be sniffing some kind of story about the hive. About the riots? Have they reached here already? I ain't seen nothing. More cops around, yeah, as you can see for yourself. We're not on duty, Zip. Ja, ja. It's still the same. A cop's a cop. A lot come by, but besides beating up bugs, nothing much happens. It will, Zip. I can sniff it in the air. If you say so, Sonny, your sense of smell is better than mine.
Maybe once. Okay, dann ist das hier Timothy. Wie heißt der Schnüffler? Nee, nicht Schnüffler, der Typ. Die Möwe, der Reporter. Jetzt hab ich's, Reporter. Damn it, what's the scribbler doing here? Sniffing some juicy story? I think I still owe him a great big left hook. What did he do this time? Oh, nothing. Just since I first met him, I wanted to punch him in the face. Sympathisch, Marty. Sehr sympathisch. I can understand that. Hello, Timothy. Scribblers don't celebrate New Year's. Hello, boys. What a pleasure to see you. Answering your question, no, not really. Not me, anyway. I'm always where the story is. Mm-hmm. And where's the story now? I can't see it anywhere. It just stepped through the door, pal. Aha. Oh, you mean us? Well, I think I'll have to disappoint you. The chicken police are back together? I can't let that go without an ink stain, am I right? No, Timmy, you can. We're not working. We're just having a little fun, that's all. I'm not buying that, boys. Oh. You'll have to, Tim. We'll see about that. Den dürfen wir nicht befragen. Schade. We don't have to talk to him, right? Da haben wir doch gerade. Impossible to avoid, Marty. Not if he hasn't gone blind or deaf since we last saw him. Is that rag you work for still around, Tim? The most read and highest-ranking newspaper of the city, the Clawville Chronicle? Oh, yeah, that's what it's called. I see that you still have your famous sense of humor, Sonny. Such a joy. Yeah, I do. Okay. Das war's hier wohl. Haben wir hier noch was? Die Speisekarte, kalter Kaffee. Ja, sie haben sich alle sehr lieb, wie wir sehen. Ooh, a nice pancake with hemp seed, chocolate, and black onions? I'd rather have somebody pull my beak off. Ah, you used to be more daring. Yeah, and my back didn't hurt either. Furry heavens, it's depressing being around you, Boss Bird. Obwohl, das, was er jetzt gerade vorgelesen hat, würde ich vielleicht sogar noch probieren. This is what they call music these days? Ha, you're croaking like some old bitter crow, Sonny. This is called rock and roll. It's gonna be trouble, I'm telling you. Things like this make the world go crazy, and we have enough crazy already. We need a little global insanity every few decades, Sonny. Better a fashion explosion than a real one, right? Yeah, maybe. Gut, und dann haben wir nur noch unsere Jukebox. Ah, ne, kalten Kaffee hätten wir noch. I used to think a lot about what makes Zip's coffee so unique. And? I decided I didn't want to know. I totally understand you, Sonny. We all need a little mystery in our lives. I didn't mean that. I was afraid if I knew what was in it, I'd never want to drink it again. Oh, I see. That's a good point. Und schon sind wir wieder bei Digimon angekommen. Ich glaube, das da hier war das, was mir... Oh, da sind irgendwie neue Lieder aufgetaucht. Waren sie schon einmal mit? Dunkle Gestalten am Kokonat. Glaubst du? Sag mal, ist das nicht das Lied, was die Ding gesungen hat? Die Natascha? Das ist das Lied von Natascha. Das ist es. Was haben wir hier noch? Okay. 2 Lieder fehlen uns hier anscheinend noch. Okay, wow. Gut. Dann haben wir das und wir haben wieder 2 Infos.
bei Personen. Timmy. Timothy Saltwater ist eine Möwe Saltwater. Laut, lästig und übermäßig enthusiastisch. Leider ist er auch der Fan Nummer 1 der Chicken Police. Ist doch schön. Tintentim, eigentlich Timothy Saltwater. Er ist ein Blödmann, hat seine Nase überall drin und kann einem furchtbar auf die Nerven gehen. Trotzdem muss ich zugeben, dass er der beste Investigativjournalist in ganz Clawville ist. Damals hatte er großen Anteil daran, dass aus der Chicken Police das wurde, das wir dann für lange Zeit waren. Absolute Starpolypen. Ja, gell? Das ging schnell. Das war Gabriel. Zip. Nee, also wir haben die komische linke, rechte Hand von Ibn noch nicht kennengelernt. Der wird aber hier wahrscheinlich noch aufkreuzen. Gut. Dann sind wir hier durch. Und haben das Polizeirevier schon wieder offen. Gehen wir nochmal hin. Mal gucken, was wir jetzt haben. Ah, ne, hier ist nichts. Sonst würde nämlich geredet werden. Dann gehen wir jetzt zu Natascha. Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. Ne, Marty reicht und Bertha. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. Only one tactic remained, as the old dogs say. Balls to the wall. This place gives me the creeps. I wouldn't say I like it either. Let's take a look around before we go inside. Ja, das ist immer besser. Textbook. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Da ist ein goldener Schuh. Wasserfeste Farbe, ja. Was wir jetzt gerade gesehen haben, war das Natascha? Oder war das die Erinnerung? Wir werden es sehen. Was haben wir denn hier alles? Das Wort, Eingang, Schuh. Das war's? Das ist nicht viel. Und der Eingang steht offen. Ich glaube, es war Natascha. So, this is the word. What can I say? The message is loud and clear. Yeah, what matters is who is it for and what does it mean? I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, Boss Bird. Watch who you're talking to, boy. Okay. Damn. It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured her feet when I was in her room? Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Also, hey, ein guter Detective sieht das, welche Konfektionsgröße seine Auftraggeber haben. Columbo hätt's gesehen. Oh, Deborah. Zu ihr würde die Farbe zumindest passen. Ich habe ein bisschen Schiss, da jetzt reinzugehen. Marty, before we enter, did you bring Big Bertha? Of course. She's in the trunk. It's time to get Her Majesty out. That's what I like to hear. Okay, wir haben Bertha dabei, das ist gut. Dann hinein. Marty, before we enter, Hä? did you bring... Of course. It's time to... That's what I like. Können wir da nicht reingehen? Hä? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Nee. You wrote that down? It burned into my mind. Okay.
Should we take it? Hell no, I'll buy you one if you want. This is police business. Do you mean the real cops? I'm almost certain. My crest is tingling. Damn it. Well, thank God I have a weapon on me, or two. When do you not have one? Fair point. Mhm. Können wir jetzt reingehen oder nicht? Marty, before we enter, did you bring Big Bertha? Of course. It's time. That's what I... Okay. Wir können da nicht rein. Warum nicht? Ah! Dankeschön. Let's go. Dankeschön. Hello, my beauty. Ich dachte, er hätte sie mal wieder in der Hosentasche. Just don't point it at me. Aw, scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Ich trau dir nicht. Very gallant of you, partner. What, are you still pissed at me? I'm happy to remind you why you got shot the first time. I get it. Just shut the fuck up already. Noch was? Okay. Dann gehen wir jetzt rein. It's the nothing. What was that? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. Flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Das stimmt. Yep. But you do have a shotgun with you. We should have shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Figures. Okay. Ich hab Schiss. Oh. Warum hast du auch noch recht? She was lying on the floor as if she was sleeping. She looked peaceful. Almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure and innocent for this city. But in the end, its filth pulled you under. You know, no animal can swim in high heels. Okay. Hast du ihren Schuh am Anfang gesehen? Ich nicht. Wild gods. Fuck even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my office. I figured. But what the hell happened? Was it Natasha? Is this what you wanted us to see? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the killer wanted, too. And the poor girl was trying to protect it. Ah. Okay. Did she seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. Why is she naked? Was it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. Was it a lover? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Those are possibilities, but we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Okay, dann wollen wir erstmal unsere Informationen gucken.
Hinweise. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier runter. Deborah ist tot und auf ihrem Rücken wurde ebenfalls Hure geschrieben. Deborah, mein armes Mädchen, du Süße. Wir haben Deborah tot im Wochenendhaus von Natascha Ketzenko gefunden. Nackt, mit einer Botschaft auf ihren Rücken. Der Anblick von Deborah hat Marty einen ziemlichen Schock versetzt. Das kann ich verstehen. Ich wusste, dass dies kein Routinefall werden würde, aber in so eine Situation wollte ich den alten Flederwisch bestimmt nicht hineinziehen. Yep. Okay. Mal gucken. Also wir können viele Sachen hier sehen. Eigenartiges Gemälde, Familienfoto, seltsame Statue, leerer Kamin, ein Telefon und ein Ausgang. Ausgang oder andere Türe. Ja, ich weiß es nicht. Wir fangen mal mit der Leiche an. Das ist so offensichtlich, dass da eine Leiche liegt. Ach je, armes, nacktes Mädchen. Wenigstens wurde es ihr nicht eingeritzt, sondern nur draufgeschrieben. The message. Here too. Yes, but this isn't about Deborah, and wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. What have we gotten ourselves into, Sonny? I don't know, Marty, but let's get ourselves out of it as soon as possible. Ich habe mich schon gewundert, dass wir noch keine Leiche hatten. Jetzt haben wir ja eine. Sonst ist hier nichts. It's an exceptionally beautiful piece. What does it depict, I wonder? I have no idea, Sonny. It's so art, I'm scared to have an opinion. Familienfoto. Och jö! This must be Natasha's family. Wealthy. Do you think she's from the Stavonian Tsar's family? Oh, nobody could have survived that massacre, but I'm sure this family was also close to the fire. What is she doing here anyway? What, an alias? Keeping secrets, and now this case? Do you think it's all connected somehow? Let's not draw hasty conclusions, Marty. Also sie ist auf jeden Fall das Kätzchen in der Mitte, weil das andere sind ja zwei Buben. Okay, das ist nichts. Telefon. We should call the department. Anonymously, of course. Do you still remember the number? I haven't called my own workplace in years. Cretin. Of course I remember. 555-111. Is it? Since when? Since they invented the telephone. Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Yeah, right. Ach, ihr seid so herrlich. Das machen wir gleich, weil das machen wir als letztes. Dann gehen wir jetzt mal in den Kamin. Does this fireplace seem as suspicious to you as it seems to me, Marty? It looks like it's never been used. And the place has radiators in every room, meaning there's central heating. Then why the fireplace? For decoration? Schöner Boden oder was? Okay. Kann ich hier noch Does mal? this fireplace seem as suspicious? Okay. Dann haben wir noch den Ausgang. Ah, da sind wir wieder draußen. Gut, dann müssen wir jetzt noch das Revier anrufen. Sonst haben wir ja alles, ne? Mehr ist hier nicht. Ah! War die seltsame Statue vorhin auch schon? Ah, verdammt! Ich wollte nicht raus. Das sieht wirklich seltsam aus. This... What is this exactly? A human. Mythical creature. Quite the cult in Iveria. The whole country's full of these statues. Okay. Does it mean anything? They say humans are the keepers of secrets and the messengers of chaos and destruction. Das ist ja geil. You don't think... Let's take a closer look. Okay. Damn.
just like in the adventure books. Rich animals are all insane. You have a point. Gut. Oh, you can't be serious. Is this some kind of... Yeah, it's a riddle, Marty. But it doesn't make any sense. Why use something as simple as this when a 4-digit number is almost impossible? An idle whim, or the riddle has a meaning? Maybe. 4 animals into 4 places. What does it represent? Think, Marty. Where did we see 4 animals holding something in their hands? Also. Wo haben wir schon mal 4 Tiere gesehen, die etwas in der Hand hielten? Nur mal Interesse halber. Schaf. Viele Viecher, okay. Ich habe eine Idee. Moment. Kodex. Menschen. Der Mensch ist eine sagenumwogene Kreatur, die in vielen Geschichten und Legenden vorkommt. Üblicherweise tritt er als Kreatur der Weisheit oder als Hüter von Geheimnissen auf. Doch er ist auch ein zwiespältiges Wesen, dessen andere Seite Chaos und Zerstörung sieht. Die gängigste Interpretation dieser Dualität besteht darin, dass es einen hohen Preis fordern kann, von bestimmten Geheimnissen Kenntnissen zu erlangen. Diese Kenntnis, so glaubt man, kann sich als Fluch erweisen. Manche glauben, dass die Menschen die Botschafter von Nquatiti, dem Gott des Nichts, sind. Im Bildnis werden sie häufig als geflügelte Engel dargestellt. Gut. Ich glaube, die wilden Gentlemen sind auch 4 Viecher gewesen. Aber hier steht nicht, was für Viecher sie waren. Es waren ja 4. Gut. 4 Viecher, die etwas halten. 4 Viecher, die etwas halten. Da ist es nicht. 4 Viecher, die etwas halten, wären hier auch, aber das sind die falschen Viecher. Dann telefonieren wir mal kurz. Abheben. 5. 1. Clarville PD, how can I help you? I found a corpse. A woman. She's dead. Cold. The address is Rochester Street, 37, Flowerville. Sir, please, would you repeat that? Rochester Street, 37. Write it down and hurry up for the sake of the wild ones. Hurry! Hurry! Like a pro. Yep, like I've done it before. Oh, yeah. I almost forgot. How can you forget a case like that? How many times have you seen a 3-headed monkey in your life? I have a memory of a chicken, you know? That's for sure. Now let's get the hell out of here. Okay. Ich meine in den Bildern. Bei Sunny im Büro. Können wir die Statue wieder zumachen und später wiederkommen? Nein, können wir nicht. Aber wir kommen später wieder. Hier ist ja nichts. Ich weiß, dass wir 4 Viecher gesehen haben. Bei Sunny im Büro die wilden Herren. Die waren 4 Viecher. Aber welche 4 Viecher weiß ich nicht mehr. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Und wenn wir dürfen, dürfen wir nicht. Okay, dann müssen wir durchprobieren. Oh Gott, leck mich. Was waren die wilden Herren für Viecher?
Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Nein. So. Das war... Also Chlorwell waren... Moment mal. Ah, warte mal. Die sind doch auch Viecher. Göttin der Schöpfung, Herr der Zerstörung, formloser Geist. Das ist es aber nicht. Es sind die wilden Gentlemen. The Wild Gentleman ist das, was wir brauchen. Aber ich weiß nicht mehr, was für Viecher die waren. Oh, das nervt mich jetzt. Und ich kann jetzt gerade nicht in mein Büro. 4 Viecher, die was halten. Vier Viecher, die was halten. Das sind aber andere Viecher. Hast du eine Idee? Im Zar-Club. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir hätten vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal her. Denke ich. Hoffe ich. Keine Ahnung, weil das ist ja ein Hauptszenario. Ach, das ärgert mich jetzt gerade. Warte mal. Ich will nur nachgucken, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. So. Moment. Witzig. Also, ich habe jetzt hier die Lösung, aber ich weiß nicht, woher sie kommt. Egal. Ich weiß nicht, ob wir hier nachher wieder hinkommen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich habe nicht geschissen, dass wir hier nicht mehr herkommen. Storch. Löwe. Schaf. Und Fuchs. Jetzt? Ah! Hello there. What could this be? Maybe a piece of a painting. And there's some kind of squiggle on it. The signature of the painter? Yeah, I can't make it out. Ja, was hat er denn? Haben wir jetzt gefunden? Ah, hier finden wir es jetzt. Okay. It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. Okay. Hier stand aber zwei Hinweise, aber die anderen Sachen hatten wir ja alle schon. Okay, wir haben jetzt das gefunden. Aber das nervt mich jetzt, dass ich nicht weiß, wo die Viecher her waren. Wo haben wir die Viecher gesehen? Egal. So, wir können jetzt wieder ins Hauptdock oder aufs Polizeirevier. Wo haben wir diese Viecher gesehen? Das würde ich gerne wissen.
Hey, old man. Everything... Still nothing. Okay, der schwätzt immer noch nicht mal mit uns. Dann fragen wir mal Zip, was er davon hält. Oh, der ist auch immer noch da. Da wollte ich nicht drauf. Ich wollte auf Zip. Huh? What more do you want? Is it forbidden to stand around at your place? Go stand around somewhere else in the city. Okay, ich glaube, hier haben wir nichts Neues. So, how about you tell me what you're really doing here? Not a chance, Timbo. The truth is, we're already leaving. Sorry, pal. Maybe next time. Okay, hier ist nichts Neues. Dann gehen wir aufs Polizeirevier. Do you want to hear some juicy gossip, boys? Immer. Always. Deputy Malloy got so drunk, he fell asleep on the toilet. It took them an hour to find him. Stupid oaf. So that's why Blood Boil was here. Yeah, aye, and he's in a pretty sore mood because he had to come in on New Year's Eve. Just our luck. No. Your luck is that he's too busy to care about you two lovers right now. Right now. Ah, yeah. Ich sag doch, nehmt euch ein Zimmer. So. Wir gehen erstmal Monika wieder fragen. Listen, doll, we have some questions. Make it quick, boy. Okay, das haben wir schon. Hast Bosco Don't was? go stirring up a shitstorm, okay? We're gonna have enough on our plates tonight. We'll do what we can, Bosco, but I can't promise anything. Okay, wir haben hier nirgends was zu tun gerade. Ist ein bisschen frustrierend. Also müssen wir hier noch irgendwas haben. Gut, wir haben dieses Schnipselchen vom Kunstwerk. Wir haben hier ein Kunstwerk. Nice. Yeah, it really is. Also damit hat es schon mal nichts zu tun. Look at those clothes. Could it be a military family? Maybe. Or Stavonian fashion. Your intuition always astounds me, Marty. What would I do without you? And there you go. Ich kann es ja nicht genauer angucken. Das ist ja das Problem. Das ist ja mein Problem. Ich kann ja nur drauf. Nice. Und dann kommt das Gleiche wieder. Ah, falscher Knopf. It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. Mehr kann ich da jetzt gerade nicht machen. Angerufen habe ich schon. Telefon. Leerer Kamin. Seltsame Statue kann ich nochmal angucken. Da kann ich auch nichts mehr anklicken. Was war hier? War Schaf. Hier war Fuchs. Hier war Löwe. Das war's. Leiche. I really shouldn't be here, you know? It's New Year's Eve. I should be out partying, not dealing with this shit. Well, it's a little late for that. I told you it was going to be a rough ride. What you told me was it's gonna take a few hours, and it's practically nothing. And you believed me. Yeah, I was an idiot. Das stimmt. There you go. Ja, ich weiß, dass hier noch ein Bild ist, aber ich kann da nicht drauf. Hier hängt auch noch mal eins und ich kann nicht drauf. Ich kann ja nur die Sachen, die mir hier angezeigt werden, angehen. Das ist ja das Problem. Ärgerlich gerade.
Oh, wir hätten bei Natascha noch einen Sammelgegenstand finden können. Jetzt habe ich ein Problem. Eingang, Schuh, Wort. Also hier steht, dass wir jetzt wieder ins Hotel zurück können. Aber ich kann nicht ins Hotel zurück. Moment. Also. Sonst können wir können ja mal versuchen, Louis anzurufen. Vielleicht ist das die Lösung. Das wäre dann abheben. 5, 5, 5, 9, 3, 2. 9, 3, 2. Okay, das ist nicht die Lösung. Hier steht nur, dass ich das Teil vom Bild nehmen soll und zurück ins Atlas soll. Aber ich komme ja nicht ins Atlas. Ich habe nur diese Möglichkeiten hier. Da waren wir auch. Ich will ins Atlas. Komisch. Sollen wir nochmal bei der Polizei anrufen? 5, 5, 5, 1, 1, 1. Das ist auch nicht die Lösung. Gut. Dann bin ich überfragt. You wrote that down? Das haben wir schon. Stop staring at it. You're freaking me out. Okay, okay. I just like shoes. Aha. Furry hell, Marty. I don't want to know. Gut. Geh? Jetzt gehen wir nochmal bei der Polizei rein. Blood boil's in there somewhere. It's best to avoid him before he finds some reason to lock us in. You took the words out of my beak, boss. Officer Barkman. Okay. Miss Jardine. One of the... Okay, auch nicht. You know, if there's anyone who knows anything about anything, it's gonna be her. Kinda long-winded, but I agree. Listen, doll. Das ist auch nicht. Okay, jetzt langsam gehen mir die Ideen aus. What was its name? The old car, I mean. Bessie? Nessa? Tessa. You know, like my daughter. I knew your daughter's Tessa, but... wait. Did you name your daughter after our old car? Why? What's wrong with that? Gott, ihr seid süß. Okay, jetzt haben wir wieder eine Information. Aber nichts Neues. Und ich komme nicht ins das blöde Hotel.
Dabei haben wir alles. Wir haben den blöden Schnipsel, mehr brauchen wir nicht. It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. Ich wollte ja vorhin schon ins Hotel, ne? Weil ich wollte ja schauen, wie ich da quasi... Schauen wir einfach nochmal hier so rum. Okay, da kann ich nichts machen. Jetzt fällt mir langsam nichts mehr ein. Ich komme nicht in das blöde Hotel zurück. Und mir fällt nichts ein, was ich übersehen haben könnte. So, Moment. Ich schaue mir mal kurz hier die Lösungen an, ne? Wie schalte ich alle Trophäen bei Chicken Police frei? Das ist eine schöne Sache, aber das interessiert mich gerade nicht. Moment. Also man kann Bücher sammeln. Eins fehlt uns ja schon, also Deborah. So. Was auch ganz lustig ist, hier bei der Lösung steht gerade eben nicht Katzenko, sondern Kotenko. Ich so, okay. So, das haben wir. Dann, wie man die meisten Punkte kriegt beim Schießen. So, kommt ihr in den Zar. Wir haben eigentlich alles gemacht. Moment. Moment. Da steht, wir sollen von Deborah die Handtasche untersuchen. Haben wir eine Handtasche von Deborah gesehen? Ich sehe keine Handtasche. Moment. So. Tatsache! Anything interesting in there? Du bist gut. Yeah, I think there is. Neuer Gegenstand. So a piece of a painting? That's it? And what's that smear on it? It's too illegible to be a signature. It could be anything. Well, maybe Natasha can help us. After all, this is what she wanted to show us, isn't it? Well, that's if we find her. She should be here by now. True. Well, then what's next? How about we peck around town some more? We could do that, but I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Bourbon in my office.
You know what? After all this, I could use a drink. Jetzt kommen wir in unser Atlas-Hotel zurück. Right answer. Du bist gut, Mann. Du bist richtig gut. So, was haben wir jetzt hier Neues? Orte. Mullens Newsstand. Ein winziger Kiosk im Herzen von Calavera Hills. Er ist klein, beinahe unsichtbar, aber in seinem Inneren verbirgt sich das, was in diesem Drecksloch das Wichtigste ist. Wissen. Und wir haben einen neuen Gegenstand gefunden. Da ist der zweite Gegenstand, der uns vorhin noch gefehlt hat, warum uns nämlich 2 angezeigt wurden. SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities. But we must find out where it's from. Das war nämlich das zweite, was uns vorhin gefehlt hat. Und damit kommen wir nämlich jetzt ins Atlas-Hotel. Und in den Zar-Club kommen wir auch wieder. Und in Mullens Zeitungskiosk. Polizeirevier brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal erstmal in das Zar zurück, weil ich nämlich gucken wollte, ob ich da eben... So what are we doing here again, Sonny? I don't know. Maybe we could question Natasha. Do you think she's here? Who knows, Marty? We'll see. There's Filmar. Maybe he knows something. Yeah, maybe he's not drunk as a skunk. Stop projecting onto others, old chicken. Ah, shut the clock up, Marty. Oh, I'm sorry I hurt your precious feelings, Boss Bird. Ach, sind die reizend, wie immer. So. Ach, guck mal. Der Türsteher ist da und wie hieß er nochmal? Michael? Hey, boys, tell me, is Natasha still inside? I can't give you any information about that, gentlemen. I'm sorry. Ah, the regulations. I know. We've gotten used to it. I am glad to hear that. And your boss, Wessler? Can we find him in the VIP lounge? I'm afraid I can't tell you that either. But we can take a look for ourselves, right? No problem, gentlemen. Thanks, Wooly. Your friend's not the talkative type, is he? He understands what we're saying, right? Don't anger me, chicken, or I'll tear out your throat before you could say hemp seed. Gabriel hieß er. Ha! Just try, Fleabag. Hey, folks, relax. The night's still young. We'll have plenty of time to tear each other's throats out, but right now we're busy. Huh. You're right. Bye, guys. Goodbye, gentlemen. Also, wir dürfen wieder rein. Ich möchte nur wissen, ob ich das hier drinnen gesehen habe, was wir jetzt gerade herausgefunden haben. Okay. Ah! Neue Leute. Okay, der ist irgendwie cool. Okay, hier auf den Plakaten ist es schon mal nicht. Wessler ist nicht mehr da. Oh, Olivia und der Fuchs. You think the guy's taking a shine to Olivia now? Why should I care? And while we're at it, why do you care? Me? I don't care at all. Ich will immer noch Laura kennenlernen. And why do you ask? What? Stop bugging me. Wessler's secretary could even know something useful. So, we meet again. How unpleasant. Der Türsteher ist echt cool. I'm sorry, Olivia. We won't keep you long. Perhaps you could tell us if you've seen Natasha. She hired you and you already lost sight of her? That's unfortunate. We should have met her, but she didn't show up. Should we be worried? Are you asking me that? I haven't seen her since she was on stage. Not like I was paying any attention to her or anything. Thanks, sweetheart. We won't bother you anymore. Thanks, Olivia. Don't mention it. Ja, das haben wir alles schon bei ihr. Bühne. Whatever you say, Sonny, what Natasha was doing on the stage, no man can ignore. Or woman, for that matter. I didn't say I ignored it, Marty, but you gotta learn to separate the client from the job. Ah, that's a cheap script, Sonny. You know the world doesn't work like that. And you definitely don't work like that. If you say so. Ach ja, ich mag diesen Schlagabtausch von den Zweien. Das ist echt schön.
This guy was here before, right? He's handling it pretty well. And there are even more pretty dames all over him. You think they dig his antlers that much? More like his wallet, Marty. Das glaube ich auch. Okay. Ah, okay, mit denen können wir nicht reden. Ah, hi! I can't stand that guy. Why doesn't he have his mane cut? Stop being so old man. It's a different world now. That's a kind of fashion, you know. Yeah, fashion. Hello again, Bojack. Bojack. Please don't call me that, sir. You're right. I'm sorry. What's your name again? Well, if you really must know, I'm Lance, sir. Okay, Lance. Listen, it's very important. Oh, please, sir. Don't get me involved in anything. I just want to get my shift over with and go home to sleep. Ist auch sehr sympathisch. Relax. There won't be a problem. Just answer the questions honestly. Oh, if I must, let's give it a try. Der hat so eine Attitüde, die finde ich köstlich. Right, kid. Lance. Lance. Yeah. So, have you seen Natasha since her performance? Oh, no. Don't ask me anything about Miss Kitsenko and Mr. Westler. It could cost me my job, or even more. Hey, it's a matter of national security. It could be. Yeah, see? It could be. So, if you help, you won't only be helping us, but the Crown and the whole city of Clawville. Oh, okay, all right. Just stop that chicken shit, will ya? I saw Natasha, yeah. She came down, spoke with someone, then stormed out the front door. Bill oder Bob? And then what happened? She came right back in 2 or 3 minutes later, soaked to the bone. She was in a hurry. She went up to her suite, then came back down and left. And you haven't seen her since? I genuinely haven't seen her ever since, sir. Thanks, Lance. You've been a great help. I'm happy to hear that. Oh, ich mag Lance. So Natasha had left? Seems so. But she never arrived at the weekend house. Then? Then we'll stay with the original plan. We'll gather our thoughts at the office and go over everything we know. Okay, Boss Bird. Lead the way. Ich möchte noch mal in das Büro von der Natascha. Oder halt in ihr Zimmer hier, weil nämlich da konnte ich so... Da ist noch ein Gegenstand. Das gehen wir erstmal hier raus. Oder haben wir noch Filmer? Erstmal möchte ich mal gucken. Schild, Eingang. Die einzigen 4 Viecher, die mir sonst noch einfallen, sind die da, aber die sind ja nicht gemeint. Zeitung. Okay, kommen wir nicht rein. Hi, Filmer. Filmer looks a bit soaked, doesn't he? Well, it is raining. I didn't mean the rain, Marty. Yeah, I know. Alle gehen immer nur übers Saufen. Hey, old bird. What are you waiting for out here in the rain? Is that you, boys? I'm a little, tired. Und voll. I can see that, pal. Oh, it's all right. I just can't find my car. I don't see very well in the rain. My eyesight's pretty bad. I should wear glasses. Imagine that. A hawk wearing glasses. Könnt ihr den bitte heimfahren? Yeah, it's funny. There ain't nothing funny about it, Snowflake. Oh, Schneeflocke finde ich einen schönen Spitznamen für dich, Marty. Whoa, all right. Sorry. Have you seen Natasha or Ibn since we left? Ibn? He scuppered off a long time ago. Natasha, I haven't seen her. Thanks anyway, pal. Good luck with finding your car. You, want some help? Could it be that I didn't come here by car? What do you think, Sonny? Old friend? Alter! Well, I wouldn't know that, Phil, but, you take care, all right? Könnt ihr den nicht bitte einfach heimfahren? Ah, you're telling me? Oh, that's funny. Okay. Sollen wir den noch mal fragen? Excuse me, are you the parking valet?
Okay. You lost. Ah, I'll have to practice that some more. Okay, wir erfahren nicht, wie du heißt. If this car's still here, and Wessler's already gone, that means it's not his car. It's like your first day as a detective. You didn't consider that he could have multiple cars? Huh. You could be right. Sometimes I think you breathe in too much gun smoke, Marty. But I love the smell so much. Okay. Dann haben wir das hier. Da gehen wir nachher hin. Ich möchte erstmal noch hier hin. Should we say hi to the old beaver? Sure. Mullen is an old friend, so he certainly deserves a hello. And we do need information. Hier schüttet's ja noch mehr. Few people know as much about Clawville as the old wood chomper. An encyclopedia in the flesh. Yeah, he always has something. So, aber erst gucken wir uns die neuen Informationen an. Wir haben einmal was von Filma. Filma hat sich anscheinend gründlich begossen. Stimmt's, alter Kumpel? Was für ein Klischee. Und dann haben wir einen neuen Charakter. Wir haben Mullen. Er ist natürlich ein Biber. Herkules Mullen. Hercule. Alt und voller Geheimnisse wie die Stadt selbst. Mullen ist ein alter Bekannter aus der Zeit vor der Chicken Police. Also von vor sehr langer Zeit. Ich habe ihn immer Onkel Mullen genannt. Auch noch als junger Polizist, obwohl er nur wenige Jahre älter ist als ich. Er ist so vieles, was ich einmal werden wollte. Ehrlich, weise und immer gut gelaunt. Mullen weiß fast alles über jeden, den man kennen sollte. Das sollten wir für uns ausnutzen. Gut, dann werden wir mit Mullen reden. Erstmal schauen wir, was es hier noch gibt. Ein Taxischild und Anwälte. Murdoch and Falcon is a famous law firm in Clawville, run by a blind bat and a bird-brained falcon. Auch schön. The taxi company for the upper class only, politicians and gangsters. Okay. Mullen's Mullen's car, ancient but kind of beautiful, like the old beaver himself. Da war noch was. Yep. Chandler's. Chandler's used to be quite a prestigious cafe. Magnificent animals had breakfast here. And in the evenings, philosophers and writers would get drunk together and argue. The place is now just a second-hand bookshop. Just a shadow of its former self. Like so many things in this city. Like me. Some things are indestructible, right? Yeah. Mullen's kiosk's been here since I was a little chick. My old man used to drive here from the other side of town for his daily papers. Yeah, many still do. He certainly is something. Das ist doch schön. Mullen's a wizard from a forgotten age. Oh. Yeah, kind of. Das ist irgendwie süß. Clawville Chronicles, jede Menge davon im Wasser. The Clawville Chronicle. The most read and probably the most biased newspaper in the city. It's supposed to be a royalist rag, but the separatist overtones are getting stronger and stronger every day. So, haben wir jetzt alles? Ja, dann werden wir jetzt Mullen befragen. We're getting older and older, and Mullen's not changing a bit. Where's the justice in that? He's just eternal. Ja, das haben wir von der Queen auch gedacht. Like an ancient god or something. Or the personification of the city. Glaubt man, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. What a lovely thought. But if the city took shape, it would most likely be some kind of vermin. Yeah, true. But that wasn't very politically correct, coming from you, pal. Ich habe echt gedacht, die Queen würde ewig leben. Das ist irgendwie seltsam. Und das passt irgendwie jetzt gerade zum Mullen. Hey, you know I didn't mean it like that. Yeah, I know, Marty. You're too good for this world. Ja, schon, gell? Das ist irgendwie seltsam gewesen. Ich meine, klar, alte Frau und so, aber trotzdem. Und ich finde es irgendwie voll schön, dass alle sich jetzt bei ihr verabschieden dürfen und können. Also,
Das finde ich schon ganz eine reizende Geste, dass das möglich gemacht wurde. Okay. Ah, thanks, boss. It wasn't a compliment, Marty. Okay. Hey, Hercule. What's up, old friend? Genau, das stimmt. Hello, me lads. It's good to see you. What are you doing around here where you never see a cat go by? Wo wir gerade von Katze reden, ne? We're working, Uncle Mullen, just like you. But I'm afraid we're also walking a little bit outside the law. But it's New Year's Eve. Couldn't it wait a bit? Whatever the case is, it can't be that serious. I'm afraid it is. Maybe you can help us with a few things. After all, you know everyone in the city. What a compliment. But of course I'll help if I can. I know you ever since you appeared in the city. Young, fresh, full of ambition. And little Marty had been just a chick when he was already coming here every day with his daddy, eh? You're like me sons, so you are. Och, ist das süß. Ich mag Onkel Mullen jetzt schon. Oh, thanks, Uncle Mullen. Gut, dann wollen wir mal Onkel Mullen befragen. Eben's a ruthless gangster, that's for sure. But he's not bloodthirsty or stupid. You're not in danger until you're in his way. And that's not so easy to manage as the whole city's in his hands. How come they never tried to approach you, Uncle? What? Of course they've tried. They wanted to buy the whole area and build some huge parking garage on it. Mongrel Mick, Ibben's #1 thug, came here and threatened me more than once. If I hadn't dug me heels in, the others would have sold up. The lawyers behind me, even Biff, the owner of Chandler's. But I told them, over my cold dead carcass. Lebt noch? Faszinierend. Well, looks like it worked. I'm too much for him, lads. Or I'm just too famous around here to get rid of. We could say Ibben's almost almighty, but he avoids scandal like rats avoid fire. That's a good one. I'm a poor nobody, my lads, but my name still carries meaning. This place has always belonged to my family. If my dead body had been found here or in the Times, it would have caused a scandal, even without any evidence. So, he usually listens to reason. Hat er Glück gehabt, der Mullen. Yeah, when I talked to him tonight, he seemed confused, dissolute, and impetuous to me. That's uncharacteristic. Are you sure it was him? Are you joking? Ibn Wessler's not usually confused with anyone else. Of course I'm joking. Beaver humor, you know? Nobody gets it. Not even the beavers. Das ist richtig cool. Good one again. Hey, Martin, my lad, what's up? How's that beautiful wife of yours? Laura's perfectly fine, thank you. Ich will sie immer noch kennenlernen. It's crazy you could grab an amazing woman like her, son. Are you blackmailing her with something? I missed your famous beaver humor. I'm just messing with you, son. Anyway, you look good. You're in good shape. You look more like a turkey than a rooster, if you ask me. Thanks. This is priceless. Thanks, Hercule. We'll be back again soon. Yeah, sure will. Ach, schön. Nice girl. She used to come here for a while, but I think she moved downtown. Yeah, she's the poster girl for workaholism. She lives in an apartment across from the PD, but sleeps at the station, if she sleeps at all. Some animals just race and race through the years of their life until someone stops them and makes them wind down. Is there someone like that waiting for everyone? Indeed there is, somewhere. Usually not where we're looking for them. Yeah, right. Ich möchte sehen, mit wem Monika zusammenkommt. How's Desiree? What about her? She's still beautiful, and she's still my wife. And I still don't get why she hasn't left me already. Oh, Gott. Because she's too much like you stubborn old dam builder. You see, you're right about that, sonny boy. And, the cubs? Cubs?
More like jumbo cubs. Johnson's a hotshot lawyer in Galadia, and Timmy also left Clawville to try his luck in Grassmore. But who could blame them? Good move. Ah, yeah, but they visit me often, though. They're good kids. I know, pal. They're from a good litter. If you say so, Sonny. Also irgendwie hat Onkel Mullen, so wie das sich anhört, alles richtig gemacht in seinem Leben. Mit seinem kleinen Kiosk. Irgendwie ist der unglaublich bezaubernd, dieser alte Biber. You know anything about a woman named Natasha Katsenko? Sonny boy, what have you gotten yourself into again? That lass is Ibn Wessler's protégé, to put it politely. She's the crown jewel of the city. A shining new star. If you dare talk to a gal such as her, you can expect some serious lead poisoning, my boy. Ja, vermutlich hat dann Marty wieder Big Bertha ausgepackt und der ist schuld daran, dass Sonny eine Bleivergiftung kriegt. Well, I suppose I should have come to you first for advice. Doesn't matter now. We're in it, Uncle. Up to our combs. If you'll accept the advice of an old shaggy beaver, get to the end of it as quickly as you can, and try to make it out with all your feathers. Yeah, that's the plan. But do you know anything about her? Anything, interesting? As I've heard, Natasha is quite a mysterious lass. She came from the Stravonian Tsardom and fled to Clawville, but from what? No one knows. Some years of her life are shrouded in mystery, and that rarely means good. You're right about that. So, that's your advice? Be careful? At least, sonny boy. What's that? Never fall in love with a woman like her. Thanks, Hercule. I wasn't planning to. Nobody plans to, sonny. Just take care of each other, okay? And always carry a good gun in your pocket. Das ist ein guter Rat. Und Marty hat ihn mit Sicherheit schon beherzigt. Oh, I always have one in every pocket, old-timer. I know, Martin. I know. Ach, schön. What's up, old man? Is everything all right? Me bones are creaking. My eyesight's getting more and more blurry. And sometimes I hear sounds that aren't even there. I think I'm getting old. Or maybe I've gone crazy already. But the old ticker's still ticking. So, here I am. Das ist sehr guter Biber. It's good to still have an old familiar spot in the city. Ah, nothing lasts forever, boys. So, what is this dirt you've ended up in again, eh? Just a simple case, strumming personal strings. That's why I couldn't refuse it. You know the tune. Well, yeah. Same old song, eh? Yeah, it's a classic. Okay, das war jetzt sehr schön. Also, Onkel Mullen habe ich jetzt sehr ins Herz geschlossen. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert, weil er ist echt süß. Gut, wir haben ein paar neue Sachen gelernt. Ah, nicht bei Deborah, bei Natasha. Wo? Ah, hier. Wir wissen, von woher Natascha nach Clawville kam, aber einige Jahre ihres Lebens sind für uns ein absolutes Rätsel. Selbst der sonst allwissende Mullen konnte uns nicht mehr über sie verraten. Wir haben etwas über Marty gelernt. Marty ist mit Laura, einem wunderschönen, warmherzigen Raubtier. Ich weiß nicht, was sie in Marty sieht, aber er hat wirklich verdammtes Glück, dass so eine großartige Frau für ihn da ist. Einen warmherzigen Raubtier. Ich will Laura immer mehr kennenlernen, du, ohne Scheiß. Ebens schmutzige kleine Pfoten ziehen selbst in der dunkelsten Ecke der Stadt noch nie Fäden. Seine Leute haben sogar mehrfach versucht, auf den guten alten Mullen Einfluss zu nehmen. Und es nicht geschafft. Monika ist so arbeitsversessen, dass sie sogar in dem Block auf der anderen Straßenseite vom Revier eingezogen ist. Aber auch wenn sie jetzt ganz in der Nähe wohnt, schläft sie trotzdem häufig auf dem Revier. Sie ist echt geil. So, wen haben wir noch? Onkel Mullen!
Kinder vom alten Mullen sind schon lange Flügge, aber er ist trotzdem ewig und unverwüstlich wie ein alter Felsen, auf dem die Stadt errichtet wurde. Ach süß. Gut, wir haben noch was im Kodex. Cressmore ist der Name eines von Savannen geprägten Gebiets, das 2 Jahrhunderte lang als Kolonie zu Clawville gehörte, bis es 792 seine Freiheit errang. Bewohnt wird Cressmore in der Hauptsache von friedlichen Pflanzenfressern verschiedener exotischer Arten. Da passt ein Biber ja super dazu. Okay, wir sind fertig. Hier, das heißt, wir können jetzt ins Hotel Atlas gehen. We had no choice but to continue the investigation where it started. In that shady little apartment I called home. The only lead was the list Fillmore gave us, with all those imposing names on it. But what could it mean? And why did Natasha keep it secret from us? But most importantly, what did all this have to do with Deborah's death? The trail started to get cold, and so did the air outside. There was something unsettling in the black clouds, hiding all the stars. I prayed that they didn't bring an early snowfall. The night was already painful enough. Okay. So, what are we doing here? Trying to calm down. I'll have a shot. Sure you will. And we're trying to put the pieces together, of course. Figure out what's next. And what is next, Boss Bird? Let's take a look at what we've learned so far. So, how did this whole case start? Oh! Okay. Es fing an mit Deborah. Hallo? Moment. Bewegen, nehmen und verbinden. Es fing an mit Deborah. Ah, okay. So? Hallo? Was ist das hier? Moment. Okay, ganz langsam, ganz langsam. Es fing an mit Deborah. Das geht nicht, okay. Der Fall fing mit Deborah an. Könnte wichtig sein, aber nicht im Moment. Nein. Dann wieder Deborah weg. Mit dem Brief fing's an. An uns. Auch nicht. Hinweise. Seltsame Drohungen. Geister. Deborah ist tot. Natascha und Molly. Auch nicht? Okay. Dann nehmen wir Natascha. Ja, das muss richtig sein. Und der Brief. Natascha und Molly. Fast aber noch nicht ganz. Okay. Vielleicht sie? Nein. Natascha hat Angst. Nein. Natascha. Moment. Die Drohungen. Natürlich. Gut. Und jetzt? Natürlich. Nehmen, bewegen, verbinden. So.
irgendwo anders hinlegen? Nein. Was ist das hier? Bewegen. So. Gut. Nein. Das wäre dann der hier. Wo kann ich den hinlegen? Gut. Ja, und jetzt? Hallo? Rechts neben das Foto von Natascha. Geht aber nicht. Ich kann nirgends mehr was hinlegen. Deswegen ist das jetzt gerade so ein bisschen seltsam hier. Du meinst die große freie Fläche hier? Da kann ich nichts hinlegen. Sie galten ganz klar ihr. Sie hat die selbe Sicherheit nicht für sie. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Also, die Drohungen machen sie verdächtig. Sie hat sie selbst geschrieben, sie war mit Sicherheit nicht für sie. Sie galten ganz klar ihr? Yeah, the threats are meant for Natasha, no doubt about that. Gut. Okay. Dann wäre hier jetzt der Brief. Könnte wichtig sein, aber nicht im Moment. Okay. Dann wahrscheinlich wegen Ibben. Hallo? Okay, das gilt nicht. Auch nicht. Es muss hier was sein. Magnum, Karte, Nataschas Schlüssel, die Liste. Gut, dann haben wir hier das hier. But there was something Natasha didn't speak about. Sie hat uns diesbezüglich angelogen. Sie hat etwas verheimlicht. Sie ist einfach vergessen, es zu erwähnen. Ich würde sagen, sie hat etwas verheimlicht. Oder? Hat sie gelogen oder verheimlicht? B oder C? Das ist jetzt gerade so, what the fuck, ey. Das ist gerade neue Möglichkeiten. Wir werden es lernen. C. Natasha is terrified, and she's in real danger. But she kept this list hidden from us. It seems too important to keep it a secret. Das stimmt. Okay. Dann ist es jetzt, würde ich sagen, Ibben. Oder? Ibben oder Deborahs Tod? Ibben, also ich würde eher sagen Ibben. Fast aber noch nicht ganz. Okay, dann ist es doch Deborah. Auch nicht? Olivia? Nein? Aber ich kann mir doch Louis nicht vorstellen. Wieso Louis? But what could we do with this list? Vielleicht weiß er etwas darüber. Er muss etwas damit zu tun haben. Die Liste macht ihn verdächtig. Vielleicht weiß er etwas darüber, würde ich jetzt sagen. Weil er muss etwas damit zu tun haben. Die Liste macht ihn verdächtig. Ich weiß nicht, stand er drauf? Er hat die Liste als Ablenkung genutzt. Ich glaube, er weiß vielleicht etwas darüber. Ich bin für A. Dann können wir Louis fragen, weil wir sind ja eh schon im Hotel. Das ist sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass es gerade... I know only one person who moves in circles high enough to know where it's from.
Lewis. We must ask him if we want to get out of this dead end. Alter! Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Okay, wir lernen. So, the card is, maybe a dead end. The piece of painting, too. But the list Filmar gave us... Exactly. Full of those imposing names. And I only know one person who moves in similar circles. Lamar! Yes, Marty. It's Lewis. Exactly. Of course, it's Lewis. But where do we find the Bunny Man? Well, since he owns this building, I'm hoping he's here. It's worth a call. You know his number? By heart. 555-932. I wrote it down in my notebook as well. Oh, you are a professional, Boss Bird. Die Nummer kann ich auch bald sehen. Aber ich wollte jetzt hier. Das da wollte ich angucken. Ist das ein Schaf da in der Mitte? Also, ich sehe Fuchs, Löwe, Schaf. Und dann sehe ich einen Vogel. Aber nicht safe den Vogel. Aber das... Ich glaube immer noch, dass eben diese wilden Herren quasi unser Ding waren für den Safe. Weil Fuchs und Löwe sind drauf, ein Vogel ist drauf. Gut, das sieht für mich allerdings aus wie eine Ratte oder irgendwas ähnliches. Those guys were something, huh? Nowadays, I don't know what they were, or what I believed they were. Say, Boss Bird, did you read poetry now? No. Why? Because you're going nuts. Well, thanks. Ja, aber wir haben keine anderen Viecher gesehen, die irgendwas halten. Die halten jetzt auch nichts, aber das sind wenigstens 4. Ja, ein Löwe ist es nicht. Aber ein katzenähnliches Raubtier. Das Einzige, was wirklich klar ist, ist der Fuchs. Gut. Wir sollen Filme anrufen. If there are books in the world worth feeling sorry for, these are them. Would you like a shot? You know what? When we're done with the case, then we can celebrate. Let's hope the case won't end us instead. Amen to that, Brother Bird. Schwestervogel und er sagt Brother Bird. Ah, das ist sehr, sehr schön reizend. Maybe I'm really gonna write that novel. If I make it to retirement alive, of course. 121 days until retirement. Then to infinity and beyond. Dankeschön, das war auch ein sehr schöner Satz jetzt. My bedroom. Sort of. Okay. I think there's family stuff in there. What's left after my wife and daughter. Ich schaue nur einfach mal kurz rum. Da ist wieder nichts drin. Okay, dann müssen wir wohl den alten Rammler anrufen. Also. 5. 9. 3. 2. Ich kann die Nummer, ich sag's mal auswendig. Hey, Lewis, sorry to disturb you again. Could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. A real case? With the chicken police? Of course, Sonny. I'll be over in a few minutes. Thanks, pal. I owe you one. One? Just a second. Ach Gott, ist das süß. Ich weiß, ich sag das dauernd. Und da ist er auch schon. Good old rabbit. I can always rely on him. Mal ganz kurz. Meine Katze spaut schon wieder Mist. So. Thanks, Lewis. Again. Oh, don't mention it. Besides, it was my big dream to help you with a serious case. Well, let's hope you can help. What can you tell me about this list, old pal? Well, these names. I know half of them personally. Maybe even more.
I knew it. Sag mal, Katze, willst du mich jetzt gerade hier dissen? Meine Katze spinnt sich gerade ein, indem sie versucht, Getränkekartons aufzureißen. But I have no idea what kind of list this is. Here we go. Oh, schade. But these are all members of the upper class. Politicians, business people. Oh my. Even the commander of the Royal Guard. Oh, das ist interessant. Damn. But I really don't know what it means. So, is it a dead end? I'm afraid so. Und ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass Louis was mit der Sache zu tun hat. Irgendwie. Deborah, the girl who came to me tonight. Yes, she's a very lovely young lady. Where did you take her after you two left? Where she asked me to Flowerville. Flowerville? Rochester Street 37? Yes, exactly. Why? Luck. Oh. Did something happen? Nothing good, Louis. Nothing good. Weil der kann sich überall bewegen und den haben wir von Anfang an schon dabei. Ich mag diesen alten Rammler, aber irgendwie habe ich das von Anfang an das Gefühl, dass der was damit zu tun hat. This? This? Oh my goodness. I think we have a bingo, gentlemen. You see, I also have one of these. A card? Like this? Really? Yes. It's a membership card to a very exclusive club. How exclusive? Very. Very. That's what I'm talking about. What does SN mean, Louis? It's the sweltering Nile. But that's a... Well, yes, it's a brothel. But it's not like that. It's something completely different. Uh-huh. Calm down, Louis. We're not going to tell anybody. Thank you so much. It is rather embarrassing. Listen, Louis, how do we get in? You want to get in? Well, if you show them this card, they'll surely let you in, but it will be obvious you're not regulars there. We're used to that. So, are we going to a luxury brothel? Correct, Marty. Thanks for the help, Louis. I owe you one. For the third time today, I think. Okay, wir gehen nachher in einen Puff. I don't know what you said to him, but after you finished, he almost immediately van disappeared. Really? That's suspicious. Or he had business elsewhere. It's New Year's Eve. Everybody's going somewhere. Außer ihr zwei Süßen. Ihr geht ja mal wieder auf Gangsterjagd. I didn't see her after the show. If I'm not mistaken, she usually leaves when everyone else has already left. What else do you know about her, Louis? Oh, not much. What everybody knows. She was a dancer, then a backing singer, then star, and then club owner. We found out as much already. Do you think she'd fled the Stavonian massacre? That's why the secrecy. Do you mean the massacre of the royal family? I'd say her accent is a dead giveaway, and her name too, though it's undoubtedly an alias. So it's possible that she is a part of the royal family? I don't think so. Nobody could have survived that awful night. Ist unsere Natascha Katzenko Anastasia? You're probably right. What should we know about the place, Louis? Besides what they're dealing in there? No, it's an elegant and exclusive place. Not everybody visits them for that, you know. Some animals just go for
company. I see. I guess it's mostly visited by the upper class. Mostly, yes. The wealthy who have a taste. Das ist natürlich eine sehr gute Anekdote. Tascha ist ein Kosename für Anastasia. Ich kenne ja sonst immer nur Anja. Yes, of course. Is it true what they say, that it's some kind of hidden stronghold of the royalists? The Nile is a proud herald of the coexistence of all the species. Yes, but stronghold? I don't think so. But the place must be an eyesore for the separatists, right? Oh, don't worry for the girls, Sonny. They can defend themselves quite well. The separatists wouldn't dare to go near the place. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie sich die Damen wehren. Well, we'll see what they have to say about these two old cocks. That was a little bit, equivocal. Nur ein bisschen. Okay. May I ask what you have gotten yourself into? This looks serious. It's complicated, Louis, but nothing good. I can tell you that much. Ah, is there anything else that I can help you with? Maybe there's something. Maybe I should ask something specific from him. Aha. Haben wir jetzt aber schon alles? Okay, wir haben ein paar neue Infos. Hinweise. Dann fangen wir mal da an. Die Karte, die wir bei Deborah gefunden haben, ist eine Mitgliedskarte für ein Luxusbordell, das Nile. Nein, genau. So, mein lieber Louis. Na, sieh mal an, der alte Rammler scheint sich gerne die Zeit auf luxuriöse Art zu vertreiben. Oh, da ist es ja schon. Ein beinahe legendäres Luxusbordell, das vorwiegend von Besuchern aus der Oberschicht frequentiert wird und von Louis, wie sich kürzlich herausgestellt hat. Okay, und wir haben einen neuen Platz auf der Karte. Und wir haben auch nichts anderes als das Sweltering Nile. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da mal kurz hin, damit wir unseren Speicherpunkt für heute haben. Oh, Kapitel 2, The Killing. To Marty's delight, we were heading toward the most exclusive brothel in Clawville. The separatists and those opposing the monarchy hated the place, just like they hated everything that supported interracial relations and peaceful coexistence of all species. So the place wasn't just a brothel, it was a symbol. But just like a brothel is not a worthy symbol, Clawville failed to turn out the way it was intended. Okay. Well, here we are. The kingdom of long legs, silky skin, and fluttering lashes. We've arrived. Bist du nicht verheiratet? Calm down, Marty. Watch your blood pressure. Oh, wir haben eine Trophäe. Sie heißt Umleitung. Ui. Ei, jasses Gott. Was haben wir denn da für Schönheiten? Eine Lemurin, eine Hündin, eine Füchsin und die Rezeptionistin und wieder mal Bilder und ein Vogel. Hey, du Vogel. Also, wie heißt das so schön? Wir gehen das nächste Mal ins Puff. Miau. Wieso Fehe? Wieso sollte sie Fehe heißen? So, auf das bin ich jetzt gespannt. Was ihr mir jetzt damit sagen wollt. Fehe? Also die Wixen. Hündin, ja. Und eben hier die Wixen. Ah, okay.
Du meinst so wie Rüde für die Männer. Also Bilder haben wir auf jeden Fall hier einiges. Ah. Halter Verwalter. Da hat man viel was zu sehen. Naja. Das machen wir dann das nächste Mal. Das heißt, am Montag geht's hier im Puff weiter. Oh Mann. Da weiß ich ja jetzt schon den Titel für die nächste Folge. Das wird schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In diesem Sinne. Echt? Ja, die finde ich auch ziemlich heiß. Die Lemurin finde ich auch ziemlich heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat was. Und vor dem Zebra habe ich Schiss. Gut, vor dem Vogel auch. Vor allem, der Vogel ist ein Weißkopfadler, wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott. Das wird was. Ja, gell? Aber komischerweise auf dem Titelbild von diesem Spiel ist das Zebra mit drauf. Und ich habe ganz ehrlich gedacht, so ein Kerl. Jetzt sehe ich den Ausschnitt und denke mir so, ach du Scheiße. Also, die muss irgendwie wirklich eine Rolle haben. Aha. Ich habe mich schon gefragt, was ein Zebra hier noch zu sagen hat, aber die ist auf dem Titelbild. Ich glaube, das ist auch das letzte Viech auf dem Titelbild, was wir noch nicht kennengelernt hatten. Moment, ich schaue nach. Moment. Chicken Police. Ich habe das Titelbild gerade nicht bei mir, weil ich das heute jemandem gezeigt habe. Ja, die Bordellbesitzerin. So. Bei der Chicken Police auf dem Cover. Ah, nee, ein Viech fehlt uns auch noch. Die restlichen haben wir schon alle kennengelernt. Madame Tutu, genau. Also, wir haben Sunny, Marty, Natascha, unseren Polizeichef. Zip haben wir kennengelernt. Dann haben wir hier die Rezeptionistin, wie sie sich ja reizenderweise nennt. Und dann fehlt uns vom Titelbild noch ein Viech, und zwar ein Krokodil. Das haben wir noch nicht getroffen, aber sonst haben wir jetzt alle. Ich bin mal gespannt, wo das Krokodil noch auftaucht. Das klingt irgendwie auch schon wieder falsch. Wahrscheinlich dürfen wir noch in die Kanalisation oder so. Ja, ein Krokodil. Ja. Natürlich sieht es strange aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Weil sowas Schräges und trotzdem so gut gemacht. Ja, stimmt, einen Varan hatten wir auch. Der war auch cool. Mord hieß der war cool. Der Komodo-Varan. Ja, musst du halt noch mal angucken. Noch ist sie online. Ich liebe das jetzt schon. Es ist wirklich schön. Und man gewöhnt sich so gut an diesen Stil. Wer hätte das gedacht? Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf. Oh la la. Oh la 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 la. Ich glaube, ich muss ins Bett. Das ist gerade ein bisschen zu viel für mich, aber holla die Waldfee. Ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mich ein bisschen an hier. Mit den Schuppen hier auf den Beinen und da zwischen den Titten. Meinst du? Nee, oder? Der Pudel ist auch geil. Ist das Deborah? Ich dachte gerade, es wäre ein Reh. Ist das ein Impala? Ah, Rade, du bist doch da. Ist das jetzt ein Impala oder ist das ein Reh? Wenn das Deborah ist... Oh mein Gott. Soll ich draufgehen? Sollen wir das noch machen? Ich meine, dann müssen wir es aber nächste Woche wieder anklicken. Oh mein Gott! Ja, eben. Nein, das heben wir uns auf. Wir heben uns das auf für nächste Woche. Das Bild, komm, wir gucken uns das Bild... Wow. Aber die Bilder schauen wir uns jetzt noch kurz an. Was haben wir hier noch? Holla, die Waldfee.
ich muss ins Bett. Das ist, ein bisschen zu viel Erotik für mich am Schluss. Gut, also, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Montag. Mit diesem reizenden Gesicht, mit dieser, die macht mir Angst, und diesen 3 wunderschönen Damen. In diesem Sinne wünsche ich euch auch eine gute Nacht und sage Bussi und Baba. Oh ja, die auf jeden Fall, die hat Haare auf den Zähnen. Mit dem Bild lasse ich euch jetzt schlafen, das ist wunderbar. Also, gute Nacht.